Kennst du das frustrierende Gefühl, wenn du morgens in deinen Garten kommst und siehst, dass deine mit Liebe gepflegten Salatpflanzen oder Blumen über Nacht von Schnecken regelrecht massakriert wurden? Heute zeige ich dir einen super einfachen und vor allem natürlichen Trick, wie du diese ungebetenen Gäste mit einer einzigen Zitrone fernhältst, ganz ohne chemische Keule. Schnecken sind ja eigentlich richtige Helfer in unserem Garten. Sie kümmern sich um abgestorbenes Pflanzenmaterial und halten so einiges im Gleichgewicht. Aber mal ehrlich, wenn sie sich über unsere frisch gepflanzten Setzlinge, Salate oder die lang ersehnten Erdbeeren hermachen, hört der Spaß auf. Eine einzige Nacht reicht diesen kleinen Vielfraßen, um ein komplettes Beet zu verwüsten. Aber jetzt kommt der Clou. Die Lösung liegt in der guten alten Zitrone. Warum? Ganz einfach. Zitronen haben ätherische Öle und Zitronensäure, die einen intensiven Duft verströmen. Während wir Menschen diesen erfrischenden Geruch lieben, finden Schnecken ihn absolut abstoßend. Die Säure ist für sie wie eine natürliche Barriere, denn sie meiden instinktiv alles, was sauer und trocken ist. Die Anwendung ist kinderleicht. Schneide eine Zitrone in Scheiben und verteile sie am Rand deiner Beete oder zwischen den Pflanzen. Oder press die Schale aus und streu die Stückchen rundherum. Das Beste daran, die Zitrone gibt ihren Duft über mehrere Tage ab. Nach Regen solltest du allerdings nachlegen, weil die Wirkung dann nachlässt. Mein Geheimtipp: Mische den Saft einer halben Zitrone mit etwas Wasser und besprühe damit die Umgebung deiner Pflanzen. Das schafft eine super effektive Schutzzone. Du kannst diesen Zitronentrick auch wunderbar mit anderen natürlichen Methoden kombinieren. Streu zum Beispiel Kaffeesatz aus oder leg zerkleinerte Eierschalen aus. Auch Lavendel oder Rosmarin in der Nähe gepflanzt verstärken den Schutzeffekt. So baust du dir eine richtig starke, aber komplett natürliche Abwehr auf. Siehst du? Mit dieser simplen Methode kannst du deine Gartenfreude zurückgewinnen und das Beste ist, du schützt dabei nicht nur deine Pflanzen, sondern auch noch die Umwelt. Probier es einfach aus und schau, wie dein Garten aufblüht. Wenn dir dieser Tipp gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Dort findest du noch viele weitere natürliche Gartentipps und Haushaltstricks. Eure Naturwissen Heilkraft.